Mensch, hier waren wir ja schon lange nicht mehr. Nee, Jetzt kannst du wieder spielen. Mr. Holmes. Good day to you, Mr. Holmes. Den musst du fragen. Mr. Holmes? Das haben wir vermisst, ja. Holmes. Mhm. So, Viere. So, was haben wir denn? Cliffs, Lincolns, Barrows, Hitkins. Wer ist gestorben? Wer war gestorben? Mit der Sir Bencliff wurde ermordet. Der hier wurde ermordet. Schauen wir uns ihn zuerst an. Wir haben den Ring, der bei der Leiche war. This ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. Und da. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. Ein sehr großes Phallus-Symbol. Noch irgendwas? An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. Die gehören bestimmt zu irgendeiner Einigung. Gleich mal eingesteckt, finde ich gut. Münze. Eine römische 7. An old and rather dirty coin. Und eine Schatzkarte. A hand-drawn map. Und ein Notizbuch. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. The last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. Wir dürfen To malen. begin with, a few Ich weiß strokes of the nicht. pencil will be enough. I don't want to damage the traces. Heute habe ich ihn. Beinahe. Gefunden. Dieser Tag. Wird in die Geschichte eingehen. Holmes, hast du vielleicht einen größeren? Ne, Watson. So. So. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Wir haben es schon gelesen. Mr. Holmes, the coroner... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well, Gerichtsmediziners Sir Rodney Bentcliff, 63 Jahre alt. Der rechte Augapfel wurde von einem Gegenstand mit einer gebogenen Klinge vollständig durchgestoßen und ist aufgeplatzt. Die Klinge hat die Orbita auf Höhe des Stirnbeins durchstoßen und ist in den dahinterliegenden Frontallappen und des Corpus callosum vorgestoßen, um schließlich im Kleinhirn zu enden, wo sie
hämorrhagische Wunden verursacht hat. All diese Verletzungen haben zum direkten Tod der untersuchten Person geführt. Im Oberlappen der rechten Lunge befindet sich eine alte Verletzung, die mit Mukus und Ablagerungen gefüllt ist. Dies kann auf eine chronische Infektion durch Stoffe zurückgehen, die wahrscheinlich in einer Grabkammer eingeatmet wurden. Elemente einer verwesenen Mumie, zum Beispiel von getrockneten und verfaulten Lebensmitteln, die als Grabbeigabe dienen. Weitere Verletzungen sind nicht festzustellen. Naja, jetzt hatten wir ja gerade noch das ägyptische Symbol. Genau, er hat was gefunden, hat eine Karte gebastelt. Ich denke mal, es war wahrscheinlich hier so ein Sucher vom Pharao oder so. Das war doch mal eine Zeit lang richtig populär. Eine richtige Mumie. Na, direkt den Pharao zu finden. Mhm. So, dann gucken wir uns mal die Beweisstücke an. Dann würde ich mit dem anfangen. Hier, Garrow. Das blutverschmierte Tuch hat, den der Inspektor im Verdacht hat. Blutiges Handtuch. When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Okay, ist also seine eigene Handabdruck. Was? A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. Okay. Der könnte unter Drogen gestanden haben. Blinken hat einen Stift und einen Brief. An ordinary pencil. Sir Gregory Pitkin, Direktor. An Mr. Blinkhorn. Geehrter Mr. Blinkhorn. Die Interesse, die ich vertrete, machen es erforderlich, dass sich die Situation in den Themen der Therme verbessert. Im Moment steht die Ausgrabungsarbeiten im Abkühlraum unter ihrer Kontrolle. Es gibt jedoch keine nennenswerte Fortschritte. Es ist ihnen nicht gelungen, irgendetwas von Wert zu finden. Und wir können den Abkühlraum weiterhin nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen. Der Frigidarium ist ein wichtiges Mosaiksteinchen bei dem Unterfangen, den Menschen heute das Erlebnis der römischen Therme näher zu bringen. Aus diesem Grund bitte ich Sie dringend, Ihre Arbeiten innerhalb der nächsten 2 Monate abzuschließen. Das sollte genug Zeit für Sie sein, Ihre archäologische Forschung in den Thermen zu beenden und einen anderen Ort für die Unternehmung zu finden. Das heißt, Pitkins ist der Leiter der Therme und der Tote hat eine Ausgrabung gemacht in dem anderen Raum. Gut. Du siehst das genauso. Also, es ist zumindest eine Möglichkeit. Von der Beschreibung her würde das schon mal so passen. So, und dann haben wir noch den hier. Pitkins. Lecker Maus, vielen lieben Dank für deinen Host. Vielen lieben Dank. So, A Füllfederhalter. fountain pen with solid gold trim. Du möchtest mir wohl gerade was sagen mit RP? Nein. Sir Gregory Pitkin. Sir Gregory Pitkin's visiting card. Was ist da? Manager. Manager Roman Bath. Genau, das ist der Pitkin, das ist der Manager. Ja. Und ein An schönes Teil. embroidered silk handkerchief. RP Roy Pitkin, was ist das? Okay, die Frage ist, reden wir zuerst mit denen und wir haben ja nur unsere Spuren. Wir können ja erstmal mit denen reden. Oder gehen erst nochmal die Leiche angucken. Ja. Leichen angucken, yay! Na, ich denke mal, die wird vielleicht gar nicht da sein. Doch. Doch, yay! Oh, haben sie ja schon wieder zugemacht. Die Frau. Na, der Kopf hätte eigentlich auch noch offen sein können. Dann gucken wir mal. Gucken wir den Kopf an. An unusual wound, inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's report says. Mhm.
According to the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. Erzählt uns jetzt das alles, was wir vorhin gelesen haben. The coroner observed no stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age. Drehen. Ich gucke erst mal, ob wir vorne was gesehen haben. Da wurde aber gern. Hey. Some light bruising, caused by a rope. Wurde so irgendwie gefesselt oder sowas. The bruising is in lines. They were caused by a rope around the waist. Sir Rodney was descending somewhere. Das schreiben die nicht drauf. Auf dem Autopsiebericht. Gut, gehen wir mal quatschen. Good day to you, Mr. Holmes. Du musst dir jetzt jemanden ranholen. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Mir nicht Pitkin ausgewählt? Der Chef vom Bad? You are the manager Also of the doch. baths, is that correct? Yes, I'm Nee, passionate Pitkin war about tot. archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? You were not particularly close. He had an unpleasant temperament, suspicious, authoritarian, unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Hast du was gesehen vom Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. But then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. Ich würde vor allem gerne mal wissen, worüber die hier überhaupt da reden wollten. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Liebe Arbeit, gekühlter Champagner, würde ich sagen, fast sagen, ne? Würde ja passen. Oder dem gehört das Bad, oder Pitkins Brief. Kann auch sein. Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind. Jetzt kommt das Champagner. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No. But I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Jetzt macht noch keinen Müll aus ihm. Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. Okay, dann schauen wir uns doch mal den netten Herrn an.
Ring. Ein Siegelring, adlige Wurzeln. Goldkette, Kaschmirmeister, reicher Mann. Mundform, Geringschätzung. Ja. Das hat man schon gemerkt, wie ihr redet. Ja. Also doch was etwas. Irgendwas mit Ausdruck, ne? Ja. Arroganter Ausdruck. Ja. Lincoln? Ja, warte mal kurz. Ja, den hat man Aber gerade. der hieß doch nicht Pitkin. Also der hatte noch Mr. Der ist doch reingekommen, Mr. Garrett den anders genommen. Na gut. Please escort this suspect Lincoln for war jetzt der Butler. interrogation. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Was machen wir denn beruflich? What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. Okay. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly. Well, Sir Rodney was a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. Vielleicht kommt das jetzt mit dem Ring gleich zur Sprache. Den zusammengeschweißt, meinst du? Ja. Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Er macht auch einen sehr seriösen, ehrlichen Eindruck. Bodenständig. Finde ich auch. Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Der Ring. Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. Okay, ich finde was im Hals. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. Okay, nimmt er so viel Medikamente? Ja. How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Mensch, habt doch das hast du. Was wie lief ihre Arbeit? Ist ja auch der Brief, er sollte es einstellen, ne? Mhm. This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes. But
Since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. Okay, schauen wir uns mal den hier näher. Aufmerksam. Aber dass du es unten anzeigst, nicht wohlhabend. Nutzt deinen Finger bestimmt jetzt. Hornhaut. Hornhaut. Er arbeitet ja auch fleißig. Aber es steht trotzdem da vor kurzem gegraben. Da müsste noch viele Flecken auf der Hose haben. Oder am Shirt, die Ärmel. Sicher Spuren. Okay. Dann nur noch den, der von der Polizei schon verdächtigt wird. Und den Please escort this die suspect anderen auch for teilweise interrogation. belasten. Er ist schon mal sehr unruhig. A Nervös. good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow. What is your occupation? I am a counsellor at the district chamber. What were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes, so many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologise. Okay, er weiß schon mal mehr, als er uns jetzt sagen möchte. What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but Are you feeling unwell? I'm sorry. It is I remember. I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear. No, nothing. I'm better now. Er Genau, wirkt so ein irgendwie wie verstört. Also entweder wie als ob er es gesehen hätte oder es selber begangen hat und gleich bereut. Entweder das, wie gesagt, er hat ja auch Visionen von seinen Medikamenten oder Das auch. Er hat knallrote Augen. Ja. Von daher. Please try to recall what you saw today. The room was so hot. I had to remove my Talente. glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. Saw the knife. What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. Das ist doch der Brillenträger. Ja. Und es wurde gesagt, der Brillenträger ist für Kurzsichtige. Und dann hat er den Dolch durch den Raum fliegen sehen und erkannt, dass es ein Dolch ist. Würde nur in diesem Zusammenhang passt, dass er die Brille noch aufgehabt hätte. Ne, in dem Raum lag der war ja draußen, die Brille. Ja. Also auf diesem, Ja. nicht draußen, sondern auf dem Ofen. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave.
when he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. Okay.